Frauen bestimmen die Kleider- oder Konfektionsgröße anhand ihres Brustumfangs. Das funktioniert aber nicht bei einem großen Körbchen, denn Schnittmuster und auch viele gekaufte Oberteile sind auf ein B, maximal auf ein C-Körbchen ausgelegt. Wer also eine große Oberweite hat, muss dann eine größere Größe wählen, damit die Brust überhaupt reinpasst. Dass das nicht gut für die ganze Passform ist, liegt auf der Hand. Mein Name ist Katja Winnichner und in diesem Video erkläre ich dir, warum du bei einer großen Brust eine kleinere Größe für deinen Schnitt wählen solltest und wie du die fehlende Weite an der richtigen Stelle einfügen kannst. Zwischen den Kleidergrößen wird in der Regel überall Weite und Länge entweder weggenommen oder zugegeben. Wählst du nun wegen der großen Brust eine große Größe, so ist der Rest im Grunde zu weit. Die Schulterlänge ist zu lang, das Armloch ist zu groß, dadurch sind die Ärmel zu lang und wahrscheinlich sowieso zu weit. Der Ausschnitt ist zu groß und steht vielleicht sogar ab. Und natürlich ist das Rückteil insgesamt zu weit. Je größer die Brust ist, desto mehr Länge und Weite braucht sie und desto mehr verschiebt sich die Balance zwischen vorn und hinten. Das habe ich dir schon mal in einem anderen Video erklärt. Diese Länge und Weite ist aber in vielen Fertigschnitten für jenseits der Körbchengröße B gar nicht vorgesehen. Und so entstehen Schrägzüge von der Seitennaht Richtung Brust. Der Saum steht vorne ab und zieht hoch. Oft zieht die Seitennaht im Brustbereich nach vorn. Dann holt sich die Brust die Weite von hinten. Das liegt daran, dass auch in großen Größen die Weite, also der Umfang, gleichmäßig auf vorn und hinten verteilt ist, du aber die Weite eher vorn als hinten brauchst. Wie lassen sich nun all diese Probleme lösen? Es gibt eine Möglichkeit und diese zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Aber vorher habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du von einem einfachen Oberteil oder von einem Sweatshirt den Schnitt abnehmen kannst. So kannst du dir dein Lieblingsteil kopieren. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Zuerst wählst du den Schnitt nach einer kleineren Größe aus als die, die deinem tatsächlichen Brustumfang entspricht. Das heißt, du findest raus, welche Größe du wählen müsstest, wenn du Körbchengröße B hättest. Dann stimmen nämlich schon mal Schulterbreite, Halsausschnitt, Ärmellänge und die Weite im Rückteil. Und für die große Brust fügst du nun Weite und Länge dort ein, wo sie gebraucht wird, nämlich an der Brust. Ich zeige dir das. Dazu brauchst du neben dem Brustumfang ein weiteres Maß, den Oberbrustumfang. Ich gebe dir ein Beispiel. Zuerst misst du einmal deinen Brustumfang. Einmal rundherum an der stärksten Stelle. Nehmen wir an, dieses Maß beträgt 112 cm. Für den Oberbrustumfang bleibt das Maßband hinten unverändert und du führst es unter der Achsel durch, über die Brust. Dadurch läuft das Maßband teilweise schräg. Das so ermittelte Maß entspricht ungefähr dem eines B-Körbchens. Nehmen wir an, für unser Beispiel, das sind 104 cm. Nun suchst du dir dein Schnittmuster so aus, als wäre der Oberbrustumfang der ganz normale Brustumfang. Du suchst dir das Schnittmuster in unserem Beispiel nach den 104 cm aus. Dann ermittelst du die Differenz zwischen diesen beiden Umfängen. In unserem Beispiel 112 minus 104 ist gleich 8 cm. Und diese 8 cm ist das Maß, was du in deinem Vorderteil einfügen musst. Pro Hälfte 4 cm. Das machst du, indem du einen Brustabnäher kreierst. Dafür musst du noch den Brustpunkt bestimmen. Du legst an der Schulterspitze an und misst bis zur Brustspitze. Bei engen Oberteilen würde ich auch den Abstand zwischen den zwei Brustpunkten messen und den im Schnitt eintragen. Du kannst auch deinen Papierschnitt nehmen und den hier dran legen und so den Brustpunkt bestimmen. Und jetzt zeige ich dir, wie das im Schnitt funktioniert. Hier siehst du einen typischen Fertigschnitt ohne Abnäher. Das hier ist das Rückteil und das ist das Vorderteil. Und wenn ich die zwei Teile jetzt mal aufeinander lege, dann siehst du, dass sie fast gleich lang und gleich breit sind.
Unser Ziel ist ja, das Vorderteil zu vergrößern und das zeige ich dir jetzt. Im ersten Schritt zeichnest du deinen Brustpunkt ein. Den hast du ja vorher gemessen und jetzt trägst du den von der Schulterspitze nach unten ungefähr auf die Hälfte des Vorderteils. Im nächsten Schritt zeichnest du dir ein paar Hilfslinien ein. Die erste Linie ist parallel zur vorderen Mitte Richtung Saum. Die andere Hilfslinie zeichnest du dir ins Armloch und zwar ungefähr per Augenmaß dahin. Und die dritte Hilfslinie entspricht der späteren Brustabnähernaht. Das heißt, du kannst sie eigentlich auch gestalten, wie du möchtest. Ich würde die jetzt nicht so ganz gerade einzeichnen, sondern etwas schräger. Und jetzt schneidest du diese Linien auseinander. Vom Saum Richtung Brustpunkt, weiter Richtung Armloch. Aber du schneidest an dem Armloch nicht ganz durch. Das hängt hier also noch dran. Und du schneidest nicht von hier, sondern von dieser Seite Richtung Brustpunkt. Und auch da schneidest du nicht ganz durch. So, und du kannst schon sehen, was passiert. Wenn ich das jetzt mal rausdrehe, ich schiebe das parallel rüber und zwar um den Betrag, den wir vorhin ausgerechnet haben. In unserem Beispiel waren das 4 cm und so klebst du das jetzt auf ein Papier. Wie du siehst, hast du jetzt hier Weite gewonnen, die 4 cm, die dir fehlen, und aber auch Länge gewonnen. Zunächst einmal kannst du die Länge vorne zur vorderen Mitte auszeichnen. Und der Brustpunkt ist ja nach wie vor hier und zudem zeichnest du jetzt neue Abnäherschenkel ein. Und bevor du das abschneidest, faltest du die einmal zusammen. Du faltest den unteren Schenkel und legst den nach oben. Das geht am besten über einer Tischkante. Du nimmst also deinen Vorderteilschnitt und legst den Brustpunkt auf die Tischkante. Dann lässt er sich wunderbar falten. Du kannst dir jetzt schon schön sehen, wie sich die Brust hier reinformt. Ich habe den Abnäherinhalt jetzt nach unten gelegt. Jetzt zeichne ich mir noch die neue Seitennaht aus. Dazu lege ich einmal das Rückteil an und kann nun die rückwärtige Seitennaht übernehmen. Und wenn ich das jetzt hier einmal aufmache, dann siehst du, wie sich hier ein Dach bildet. Das ist wichtig für den späteren Zuschnitt. Du musst das hier entlang anschneiden, damit dir das hier nicht zu kurz wird. Du kannst jetzt noch den Brustabnäher auszeichnen oder später bei der Anprobe festlegen, wie lang du den haben möchtest. Ich gehe von diesem Brustpunkt jetzt einmal etwas Richtung Seitennaht und zeichne hier meine neuen Abnäherschenkel ein. So sieht nun dein Vorderteil aus. Am Armloch wird sich nichts ändern und die Seitennähte passen nach wie vor aufeinander. Wenn ich das jetzt mal übereinander lege, dann siehst du deutlich, dass es breiter geworden ist und auch etwas länger. Und falls dir die Länge hier nicht reicht, kannst du entweder unten noch etwas dran zeichnen oder du fügst anders nochmal etwas weiter ein und machst den Abnäher noch tiefer. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du das Vorderteil vergrößern kannst, wenn der Fertigschnitt bereits einen Brustabnäher hat. Wenn ich das einmal übereinander lege, siehst du, dass auch bei diesem Schnitt das Vorderteil nicht wirklich wesentlich breiter ist als das Rückteil. Auch hier beginnst du so, dass du deinen Brustpunkt abmisst. Und du verschiebst jetzt diesen Abnäher parallel zur vorderen Mitte um diesen Betrag. Dazu zeichnest du dir die Abnäherschenkel nochmal neu ein. Um das nun weiterzumachen, verfahre ich jetzt genauso wie vorher besprochen und zeichne zuerst einmal meine Hilfslinien ein, indem ich eine parallele Linie zur vorderen Mitte zeichne und dann im Armloch ungefähr im ersten Drittel eine Verbindungslinie zum neuen Brustpunkt. Und nun schneide ich vom Saum Richtung neuer Brustpunkt und Richtung Armloch. Nicht ganz durch, das hängt hier noch dran. Und dann schneide ich meinen neuen Brustabnäher komplett raus. Und zwar auch nicht bis ganz vor, dass es noch eine Verbindung zu dieser Linie gibt. Und auch hier siehst du, was passiert, wenn ich das jetzt auseinanderdrehe. Das Abnäherende hat sich nur unwesentlich von meinem eigentlichen gemessenen Ende entfernt. Und dort zeichnest du die neuen Abnäherschenkel jetzt hin.
Und bevor du das rausschneidest, faltest du das noch einmal zusammen, wieder über einer Tischecke. Musst du noch die Seiten da wieder auszeichnen, Rückteil anlegen. Und wenn ich das jetzt aufmache, hast du ein wunderbares Dach, was du brauchst für den Zuschnitt, damit dir das hier an der Stelle beim Zusammennähen der Seitennähte nicht zu kurz wird. Wenn du möchtest, kannst du diesen Abnäher noch kürzen, aber du kannst das natürlich auch bei der Anprobe festlegen, bis wohin du den Abnäher ausnähen möchtest. Und wenn du das mal vergleichst und vorne und hinten aufeinander legst, siehst du, dass es jetzt deutlich länger und auch deutlich breiter ist. Ich finde, diese Methode ist es wert, einmal ausprobiert zu werden. Und mich interessiert natürlich, wie du damit zurechtgekommen bist. Schreib's mir doch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!